hat den Moslems das heldenhafte serbische Sarajevo ausgeliefert. Brčko grenzt an Kroatien. Amerikaner sichern den Übergang. Vor den Augen der IFOR-Truppen kleben die Wahlplakate mit den Kandidaten der Karadzic-Partei, die mitverantwortlich für die bosnische Katastrophe sind. Selbst Karadzic, der aus der Politik verschwinden sollte, ist hier noch immer präsent. Das halb zerstörte Brčko ist heute eine politische Festung der bosnischen Serben. Ein paar Kilometer weiter die Nationalhymne Kroatiens auf bosnischem Boden. Wahlkampfschluss in der kleinen kroatischen Enklave bei Brčko. Wir wollen nicht als Minderheit in einem vereinten Bosnien leben, sagt der Kandidat der kroatischen Tudjman-Partei. Aber wenn schon in einer Föderation mit den Moslems, dann gleichberechtigt und souverän. In unserem Gebiet wollen wir das Sagen haben. Draußen steht neben dem Namen der Tudjman-Partei HDZ das U der faschistischen Ustascha. Es sind die Erzfeinde der Serben. Nach den Jahren des Bürgerkriegs ist eine Gemeinsamkeit von Kroaten und Serben schwer vorstellbar. Mit den Kriegsverbrechern gibt es kein Zusammenleben mehr, meint dieser bosnische Kroate. Mit den anderen kann man es ja versuchen. Wir hoffen immer, sagt die Frau, man muss ja weiterleben, ohne Krieg, endlich wieder normal leben. Am besten durch enge Verbindung zum kroatischen Mutterland. Das sagt auch der Wahlspruch der HDZ. Auf Deutsch so viel wie das trotzige Mir san mir. Der Muezzin von Tuzla ruft zum Freitagsgebet am Tag vor der Wahl. Im Gegensatz zu Brčko blieb Tuzla eine überwiegend moslemische Stadt. Tuzla war einst für liberales Zusammenleben im Vielvölkerstaat bekannt. Eine vereinte Liste der Opposition wirbt noch heute dafür. Doch die vielen muslimischen Flüchtlinge in Tuzla setzen auf die Partei von Alija Izetbegovic, den Präsidenten von Bosnien-Herzegowina. Nach Bürgerkrieg, Vertreibung und Massenmord besinnen sich heute viele Moslems auf die Wurzeln des Islam. Im Mai letzten Jahres tötete hier im Herzen von Tuzla eine Granate 71 junge Leute, Besucher eines Straßencafés. Mit denen, die hier serbische faschistische Aggressoren heißen, ist ein Zusammenleben für die Moslems von Tuzla heute nahezu ausgeschlossen. Am nächsten Morgen die erste freie Wahl. In Tuzla wählt man muslimisch, also die Republik Bosnien-Herzegowina. Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa verspricht, ihre Stimme ist geheim. Vor dem Wahllokal Flüchtlinge aus Srebrenica. Sie stimmen in Tuzla ab, weil sie von Serben aus ihrer Heimat vertrieben worden sind. Wenn wir so stark sind wie die Partei von Izetbegovic, dann werden wir es schaffen, wieder nach Hause zu kommen, sagt dieser Flüchtling. Sie meint, wenn wir nicht durch die Wahlen zurück in die Heimat kommen, dann eben mit Steinen. Nur Krieg bringt uns zurück in die Heimat, meint er. Und noch einmal, nichts unter dem Himmel, auch keine Wahlen, nur Krieg kann uns helfen. Wenige muslimische Flüchtlinge nutzten das Angebot, zur Wahl in die von Serben besetzte Heimat zu fahren. Die es wagten, standen meist vor dem Nichts. Dort, da hinten habe ich gewohnt, sagt diese muslimische Frau. Ich kann meine Wohnung sehen, aber ich darf nicht dorthin. Sie hatte keine andere Wahl als die Rückkehr ins Exil, dank der serbischen Polizei. Die trat in Brčko dagegen als Freund und Helfer auf. Tausende serbische Flüchtlinge wurden wohl organisiert aus Restjugoslawien nach Brčko zur Wahl gebracht. Auch sie wollen nur ihren eigenen Staat. Man kann nur noch nebeneinander leben, sagt sie. Es gibt keine Chance mehr auf ein Miteinander, meint er. Wir sind schon dreimal geflüchtet, sagt die Frau. Sie alle wollen endlich ein normales Leben, ihren eigenen Staat, die Republika Srpska. Eine amerikanische Patrouille in Brčko. Die Schutztruppen sicherten nur eine gewaltfreie Wahl. Wirklich frei und fair, wie in Dayton versprochen, war diese Abstimmung aber kaum. Viele Serben fühlen sich durch solch demonstrative Präsenz der Amerikaner gekränkt. Auch das ist Brčko, der Stadtteil, in dem einst die Front zwischen Muslims und Serben verlief. Ergebnis der Zerstörung: die Ruinen sollen jetzt serbisch sein. Die muslimischen Bewohner wurden vertrieben. Tatsächlich ist das noch Niemandsland, denn erst im Dezember soll eine Schiedskommission unter amerikanischer Aufsicht entscheiden, wohin Brčko letzten Endes gehören soll.
Kaum einer zweifelt daran, dass es serbisch bleibt. Vor den Toren von Brčko im Niemandsland, unter dem Schutz der IFOR und gründlich kontrolliert von Beobachtern der Europäischen Gemeinschaft, ein Wahllokal der besonderen Art. Auf der grünen Wiese hinter Stacheldraht 2 Zelte, in denen Serben und Muslime gemeinsam wählen sollten. Nur kaum einer kam. Wahlen in Absurdistan. Eine Zukunft für Bosnien liegt vielleicht hier. Im Korridor zwischen dem muslimischen und dem serbischen Gebiet blüht der Markt Arizona, der letzte offene Treffpunkt im ehemaligen Vielvölkerstaat. Der Serbe aus Brčko neben dem Kroaten aus Orašje und der Muslim aus Modrica neben dem Serben aus Jeljina. Fast alles ist im Angebot und steuerfrei dazu. Serbische Kochherde gibt es und sogar ein Plastikrestaurant mit türkischem Kaffee. Verbrüderung ist nicht angesagt. Es geht nicht um Wandel, nur um Handel im harten bosnischen Alltag. Aus allen Landesteilen kommen sie, ein paar tausend jeden Tag. Die Großmacht Amerika schützt den Markt und die deutsche Mark sichert das Geschäft. Es gibt keine Probleme, sagt der serbische Kleinhändler. Hier redet man nicht über Politik, nur über Geld. Und sein muslimischer Nachbar, der vor dem Krieg ein Geschäft hatte, bestätigt, hier zählt nur die Mark. Deutlicher als die Betroffenen können wir diese Wahl nicht kommentieren. Nur der Krieg kann uns weiterbringen. So sagt ein junger Mann, der vom Töten offensichtlich nicht genug hat. Und eine leidensmüde Frau, wir wollen nur normal leben, wenn nicht miteinander, dann nebeneinander. Und damit sind die Folgen dieser ungewöhnlichen, ja unwirklichen Wahl beschrieben, im Bösen wie im Guten. Mit dieser Mischung aus Lachen und Weinen verabschiede ich mich für heute. Im nächsten Auslandsjournal berichten wir unter anderem aus Japan. Als tüchtige Angestellte kennt man sie und auch als freundliche Kollegen. Als Väter aber sind sie völlige Versager, japanische Männer. Nur etwa eine Minute widmen sie sich täglich ihren Kindern. Doch das soll sich jetzt ändern. Nachhilfe für Rabenväter im nächsten Auslandsjournal am 23. September um 21 Uhr.